Im M-Weiser Roundtable-Spezial teilt Ex-Amazonien Bernhard Weber exklusive Insights aus 10 Jahren Vendor-Erfahrung mit praxisnahen Tipps, wie Hersteller mit kluger Verhandlungsführung und einem besseren Verständnis der Amazon-Mechanismen erfolgreicher werden. Vielleicht kannst du schon mal anfangen, dich vorzustellen, vielleicht in 1, 2 Sätzen. Danke, Robert. Erstmal vielen Dank für die Einladung und freue mich, mit dir heute zu sprechen. Ich bin Bernhard Weber. Ich bin Berater bei der Firma Perpetuo, eine Beratung aus Dortmund und München. Wir beraten Unternehmen im E-Commerce. Also ich leite dort die E-Commerce Practice, das heißt Hersteller, die sich dafür interessieren, ihre E-Commerce-Aktivitäten zu optimieren, sei es auf Amazon, auf Marktplätzen oder auf anderen Kanälen, sind bei uns herzlich willkommen. Die beraten wir gerne und helfen denen. Warum fühle ich mich befähigt, das zu tun? Ich war vor Perpetuo im Vendor-Management bei Amazon. Ich habe ein Vendor-Management-Team geleitet in Europa, habe mit einem Leadership-Team zusammen eine Hardlines-Produktlinie bei Amazon geleitet. Das heißt, wir haben die Verhandlungen vorbereitet, Verhandlungen überwacht, Mehrjahresplanungen gemacht für diese Produktkategorie. Wir haben Supply-Chain-Strategien erarbeitet und die Produktlinie allgemein gemanagt und das Team aus Vendor-Managern und AVS. Gut, prima, danke für die Vorstellung. Vielleicht ganz kurz zu mir, für alle, die mich in dem Chat vielleicht jetzt nicht kennen. Ich bin bei M-Weiser, bin für den Sales zuständig und freue mich, dass ich das Interview mit dir führen darf. So, steigen wir hart hier ein. Bist du eigentlich für alle Zeit der Verschwiegenheit verpflichtet oder darfst du heute weitestgehend frei plaudern? Weitestgehend frei plaudern, würde ich sagen. Natürlich verrate ich keine Betriebsgeheimnisse. Man sieht natürlich bei Amazon recht viel nach 10 Jahren. Man hat Zugriff auf sehr viele Daten. Man sieht viele Informationen, kann viele Hersteller miteinander vergleichen, wie sich die entwickeln. Hat natürlich dadurch, dass Amazon bei vielen Herstellern auch einen großen Anteil hat an deren Online-Umsätzen, auch einen ganz guten Überblick, was so abgeht am Markt. Und ich plaudere natürlich keine Daten aus. Hat ja gar nicht so den großen Wert, weil die Daten ändern sich relativ schnell. Viele Hersteller wachsen schnell im E-Commerce, wachsen schnell auf Amazon. Das heißt, Daten, die vor 3 Jahren aktuell waren, sind vielleicht jetzt auch nicht mehr so aktuell. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl für Zahlen und wie sich Hersteller auf Amazon darstellen sozusagen. Aber wir werden mal sehen. Pass auf, die meisten Fragen, die uns im Vorfeld erreicht haben, wir haben unsere Kunden gefragt, bitte schickt uns mal die Fragen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle besprechen können. Die meisten Fragen betreffen eigentlich die Jahresgespräche mit Amazon. Und vielleicht ganz vorab eine Frage, die mich persönlich betrifft. Kann man die Net PPM eigentlich selbst als Vendor berechnen? Genau, die Net PPM kann man sehr einfach in 2 Stufen berechnen. Zuerst rechnet man die Differenz aus zwischen dem Verkaufspreis und dem Einkaufspreis, den Amazon hat oder den man Amazon gewährt. Das ergibt die PPM, die Pure Product Margin. Dann zieht man davon alles ab, was man Amazon an Konditionen gewährt. Also da gehören auch das Konto dazu, da gehören Vendor Allowances, Co-op Agreements dazu. Und dann landet man relativ einfach bei der Net PPM. Also du siehst, es fließt eigentlich nicht viel hinein. Nichtsdestotrotz sind alle diese Werte natürlich sehr variabel. Wichtig ist zu wissen, es hört ja nicht in der P&L bei Amazon bei der Net PPM auf, sondern danach würde Amazon noch schauen, was investiert denn dieser Vendor-Account zum Beispiel in Advertising. Dann kommt man zum Beispiel zu der Vendor-Marge, die nochmal eine KPI ist, die Amazon sehr stark überwacht. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Komponenten, die hinzugezählt werden, abgezogen werden. Also zum Beispiel Vendor Returns, Customer Returns, variable FC-Kosten, variable Customer Service Kosten. Und wenn man das alles durchdekliniert, das sind wirklich an die 50 bis 70 Posten, würde ich mal sagen, dann kommt man irgendwann zur CM. Das ist dann der Deckungsbeitrag, der für Amazon auch sehr wichtig ist. Alles, was zur Contribution Margin führt, ist nicht mehr visibel für Vendoren. Das heißt, da kann man tatsächlich nur Annahmen treffen, um auch zu sehen, verdient Amazon denn am Ende eigentlich mit diesem Produkt Geld? Also man kann nicht sagen, juhu, ich habe eine Net PPM von 70%. Die nächste Frage, die ich stellen würde, 70% von was? Ja, ist das ein 5-Euro-Produkt oder ist das ein 500-Euro-Produkt? Das macht nämlich ein bisschen Unterschied. Okay. Meine Frage, um das besser zu verstehen, wenn man es schafft, am Ende des Tages die Net PPM zu verbessern, muss man nicht zwingend die Contribution Margin verbessert haben, weil sich eventuell irgendwelche Kundenreturns verschlechtert haben. Korrekt, um das zu verstehen? Das ist richtig, aber man kann als Proxy davon ausgehen, dass bei einem bestimmten Produkt mit einem bestimmten Preis
Niveau zwischen der Net-PPM und der CM ein gewisses Gap ist, das erstmal konstant bleibt. Aber es kann sich natürlich verändern, weil sehr viele Sachen einfließen, richtig. Okay. Also wenn die Kundenretouren, wie du richtig sagst, sich erhöhen, dann wird sich auch die CM von diesem Produkt verschlechtern. So sieht's aus. Und habe ich als Vendor in so einem Jahresgespräch die Möglichkeit, wenn sich die Contribution-Marge für Amazon ändert, habe ich dann ein leichteres Spiel in meinen Jahresgesprächen oder kann ich vielleicht sogar meine Backend-Fees quasi aus meiner Warte her verbessern, also reduzieren oder vielleicht besser meine EK-Erhöhungen durchsetzen? Eindeutige Antwort, nein. Ja, Nein. also der Vendor Manager wird dem Vendor eher eine schlechte Contribution Margin aufs Brot schmieren und als Begründung sehen, um die Net-PPM zu erhöhen. Aber Vorteile, die sich da ergeben im Deckungsbeitrag, wird Amazon oder der Vendor Manager nicht an den Hersteller weiterreichen. Wenn man es jetzt mal umdreht, würde ein Hersteller, wenn er sich optimiert in seiner Lagerhaltung und geringere Kosten hat, würde er die automatisch an Amazon weitergeben? Wahrscheinlich auch nicht. Ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Aha. Würdest du sagen, dass ein Vendor-Manager cheatet? Also dass er quasi Daten vielleicht dreht, wendet, um für sich bessere Argumente, eine bessere Ausgangslage zu bekommen? Kann ich jetzt natürlich nicht für alle ausschließen. Ich habe es nie gemacht, aber das hat auch einen einfachen Grund, weil man findet immer Datenpunkte, die die eigene Argumentation unterstützen. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Vendor, der ist in der Kategorie und ich habe aber 30 Vergleichsvendoren oder 30 Hersteller, die auch in der Kategorie Umsätze machen, ja, dann werde ich immer Datenpunkte finden, wo ich sage, hey, schau mal, hier habe ich 5 Vendoren gefunden, die haben aber eine bessere Net-PPM wie du. Wo ich natürlich als Hersteller dann hergehen kann und sagen kann, naja, okay, die haben eine bessere Net-PPM, aber wie hat sich die denn entwickelt Year over Year? Wie hoch ist denn der ASP, also der durchschnittliche Verkaufspreis von dem Vergleichsvendor? Wie ist denn die vom Vergleichsvendor? Wie relevant ist denn der Vergleichsvendor eigentlich in dieser Produktkategorie? Und das sind lauter Fragen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, auch in Vorbereitung aufs Jahresgespräch und im Jahresgespräch und eigentlich in der ständigen Kommunikation mit Amazon, die man stellen sollte. Man wird nicht auf alles eine Antwort kriegen, ist auch klar, aber auf viele Sachen doch und es hilft Herstellern natürlich auch, sich selbst einzuschätzen und im Wettbewerb ein bisschen einzuschätzen. Okay. Und wie umfangreich ist denn die Dateneinsicht, das Datenspektrum für so einen Vendor Manager? Ist das stark beschränkt? Kriegt ihr KPIs vorgegeben, die ihr dann nutzen könnt, oder habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich mit Daten auch zu spielen? Ja, absolut. Also die Datenvisibilität, Verfügbarkeit ist mehr oder weniger unendlich, sowohl was die Zeit betrifft. Ich kann einzelne Tage anschauen, ich kann große Zeiträume anschauen, ich kann komplett weltweit Daten anschauen von anderen Produktlinien. Also es ist wirklich unendlich und die Anzahl der Metriken, die man überprüfen kann, die ist auch unbegrenzt. Ja, man kann alle Zahlen, die irgendwo verfügbar sind, es gibt allein 5 verschiedene KPIs nur für den Rausverkauf. Das ist wirklich sehr, sehr umfangreich und es macht es natürlich dem Vendor Manager auch einfach, mit Daten zu argumentieren und Datenpunkte zu finden, die seine Argumentation unterstützen. Und irgendwo stimmt es ja dann auch. Also wenn man es mit Daten belegen kann, dann ist es auch wahr erstmal. Und ich würde jedem empfehlen, auch, ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass im E-Commerce es wichtig ist, die Daten zu nutzen und richtig zu nutzen. Und das würde ich wirklich jedem Vendor empfehlen. Und nicht nur einfach die Daten zu nutzen, sondern wirklich einzutauchen. Zum Beispiel, ich hatte heute Vormittag sogar einen Fall, da ging es bei einem Vendor darum, eine KPI hat sich verändert, aber warum sie sich verändert hat, war in dem Fall die Net-PPM. Konnte man nicht so richtig beantworten. Ja, hat sie sich vielleicht verändert, weil eigentlich wirklich die Net-PPM nach oben gegangen ist? Und wenn ja, warum? Weil der Verkaufspreis nach oben ist oder der Einkaufspreis runter oder die Konditionen hoch? Oder hat sich einfach nur am Produktmix was geändert? Ja, also auch die Thematik mit Mix-Effekten und Rate-Effekten. Es kann schnell kompliziert werden, aber wenn man die richtigen Tools hat und die richtigen Daten zur Verfügung, dann kann man sehr viele Aussagen ableiten aus den Daten und ich würde es jedem empfehlen. Okay, klingt trotzdem ganz schön David gegen Goliath, wenn ich Vendor und Vendor Manager sehe. Aber gibt es aus deiner Sicht eine Schwachstelle, die ein Vendor Manager hat in diesen Jahresverhandlungen? Ja, ich würde sagen, der Mensch ist die Schwachstelle oder der starke Punkt, den man ausnutzen kann als Vendor. Ja, es menschelt überall. Überall sitzen im Endeffekt nur Menschen, obwohl Vendor-Manager natürlich sehr stark auch von Algorithmen getrieben sind. Also ein Vendor-Manager kann jetzt für Sie keine PO auslösen, weil Sie gern eine Neuheit verkauft hätten an Amazon. Also
Da ist der Vendor-Manager schon beschränkt, aber ich würde trotzdem sagen, es ist gut, eine Beziehung aufzubauen und in die Diskussion zu kommen und auch mal was zu geben, nicht nur zu nehmen, beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und so ist, glaube ich, immer im Leben und auch ganz speziell da, auch wenn ich verstehe, und das höre ich immer wieder, ja, der Vendor-Manager wechselt ja nach einem Jahr. Ja, kommt vor, trotzdem lohnt es sich aus meiner Sicht, die Beziehung aufzubauen. Was würdest du sagen, was hat denn so ein Vendor-Manager für einen Spielraum, beziehungsweise vielleicht auch der Chef oder Head von dem Vendor-Management? Also die Jahresgespräche sind tatsächlich sehr stark standardisiert. Muss man sich so wirklich top-down vorstellen. Also es gibt ein Europaziel, was die Profitabilität betrifft. Es wird irgendwo aus Luxemburg runtergebrochen auf die einzelnen Produktgruppen, auf die einzelnen Länder, auf die einzelnen Vendoren, und dann ist es wirklich ein Friss oder stirb. Ja? Dann hat irgendwann ein Category Leader, der irgendwo über den Vendor-Managern steht, hat dann vielleicht nur die Möglichkeit zurückzupushen und zu sagen, oh, das glaube ich aber nicht, dass wir das holen. Wir müssen ein bisschen was rausnehmen von dem Ziel, aber dann wird es an anderer Stelle ausgeglichen. Also an anderer Stelle vielleicht in einer anderen Produktlinie. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel Sport sagt, oh, wir sind so stark von China abhängig, von den Importen, und schaut mal, durch Wechselkurse, durch Inflation, Transportkosten, wird es bei uns wahrscheinlich eher eine Verschlechterung geben als eine Verbesserung. Und dann gibt es eine andere Produktlinie, die ist mehr von lokalen Vendoren abhängig, und da ist es einfacher, Konditionenverbesserungen durchzusetzen, dann wäre es vielleicht was. Aber es ist sehr, sehr hypothetisch. Also ich würde sagen, für einen Vendor-Manager sind auf Vendorenebene die Ziele fix und vorgegeben. Er kann vielleicht noch von einem Vendor, wenn er den übererfüllt, auch einen anderen ein bisschen federn lassen. Aber im Grunde genommen ist das Ziel vorgegeben und muss auch gebracht werden, muss auch delivered werden am Ende. Okay, und wie stark sind die Vorgaben? Also du hast gerade gesagt, die meiste kommt aus Luxemburg. Wie sind die Vorgaben aus den USA? Ja, also diese Mehrjahresplanung und auch die Finanzplanung, die findet ja sicherlich dort zentral statt und wird dann auf die einzelnen weltweiten Retail-Geschäfte runtergebrochen. Ich bin jetzt in dem Planungsprozess auch nicht mit drin, sondern war im Endeffekt auch nur Empfänger an der Stelle. Von daher kann ich da jetzt keine Details nennen, weil ich sie nicht kenne. Aber definitiv kommen aus den USA diese Vorgaben. Und auch sonstige Neuerungen werden natürlich oft erst in den USA ausgerollt, getestet und kommen dann irgendwann mit leichter Verzögerung nach Europa. Okay, jetzt hast du gesagt, dass der Vendor-Manager und auch der Head der Vendor-Managers, die haben Vorgaben, die müssen erfüllt werden. Das endet dann manchmal in dieser Eskalation, dass Amazon nicht mehr bestellt. Gibt es dort eine Möglichkeit, sowas irgendwie noch abzuwenden, gerade wenn so ein Vendor der Meinung ist, ich bin eigentlich schon Ende Fahnenstange, hier ist eigentlich nichts mehr zu geben. Kann man sowas noch abwenden, ohne federn lassen zu müssen aus Vendor-Sicht? Schwer eine Pauschalantwort zu geben, ja, Robert, weil der Vendor, der hat bei Amazon entweder den Ruf, oh, der ist total unprofitabel, der wächst nicht, der hat eine Contribution Margin, die ist knapp über null, ja, oder bist du ein Vendor, der macht in der Kategorie 30% der Umsätze aus, hat die allerbeste den Contribution Profit von allen. Also man muss da ein bisschen unterscheiden, und je nachdem, wie gut eine Marke auch performt und wie groß sie ist, desto mehr schlägt sie natürlich intern bei Amazon dann auch in diesen Eskalationsstufen auf. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich bin ein kleiner Vendor, bin erstmal unbedeutend für Amazon. Wenn ich jetzt Gegenwind bekomme von Amazon und dann sage, okay, jetzt stelle ich mich auf die Hinterbeine und ich stelle gleich alle Lieferungen ein, dann kann ich mir da ziemlich ins eigene Fleisch schneiden, weil es kann passieren, dass es bei Amazon gar nicht auffällt und man sagt, ach, kompensieren wir mit einem anderen Vendor. Anderes Beispiel, und das ist jetzt ein konkretes, das ich selbst erlebt habe, ein Kunde, der in seiner Kategorie sehr relevant war, aus meiner Erfahrung auch überdurchschnittlich profitabel, hat von sich aus gesagt, wenn Amazon die EK-Erhöhung nicht akzeptiert, stelle ich die Lieferung ein. Er hat das gemacht, er hat sich, was sehr gut ist, sein Management-Commitment eingeholt. Er hat gesagt, es besteht die Gefahr, dass wir bei Amazon x tausend Euro an Umsatz verlieren in nächster Zeit. Mein Ziel ist allerdings, dass ich die 15% Preiserhöhung, EK-Erhöhung durchsetzen werde. Und in dem Fall ist es wirklich so ausgegangen, dass Amazon ab einem Punkt gesagt hat, okay, wir müssen wieder verkaufen, wir akzeptieren die EK-Erhöhung. Und um jetzt mal den Hintergrund auch zu geben, warum hat Amazon das gemacht? Weil im wöchentlichen Reporting muss ein Vendor-Manager erklären, warum er mit einem Vendor auf Kriegsfuß steht, warum er von dem keine Ware mehr bezieht, warum Amazon out of stock ist, die Kunden können die Produkte nicht mehr kaufen. Das ist die Höchststrafe für jeden, das zu erklären. Und die Frage, die sich der Vendor-Manager gefallen lassen muss, ist, was ist die Lösung und wie können wir die Belieferung wieder aufnehmen? Und das heißt, der Druck beim Vendor-Manager und bei Amazon,
der steigt auch wenn man manchmal denkt, oh, der große Amazon, gegen den kann ich ja gar nichts machen. Aber in einer gewissen Kategorie bin ich vielleicht ein bisschen relevant und kann durch meine Nichtbelieferung ein bisschen Druck aufbauen, der vielleicht am Ende dann auch wirkt. Also da brauchst du schon irgendwie ein Agreement dann, ne? Ja, man braucht schon irgendwie ein Agreement oder ein Investment. Und dann würde ich wirklich sagen, lasst uns kreativ denken. Ja? Aber warum ist man denn eigentlich aufeinander geprallt in die Eskalation? Hat man schon alle Möglichkeiten in Erwägung gezogen? Hat man schon an Supply Chain Modelle gedacht? Hat man schon an Exclusives gedacht? Gibt es irgendwie kreative Wege, um den Knoten irgendwo aufzulösen? Wenn es alles nichts bringt, kann es natürlich für den Vendor auch eine Möglichkeit sein, eine hybride Strategie zu fahren, zu sagen, ich mache selber einen Seller-Account oder habe den idealerweise schon, kann darüber ein bisschen Luft rauslassen. Oder ich habe Seller, Partner, Händler, die über 3P verkaufen und über die ich dann, sagen wir zumindest den Außenumsatz an die Kunden aufrechterhalten kann. Gut. Eine persönliche Frage an dich. Was war bis dato deine größte Niederlage in so einer Jahresverhandlung? Aber Robert, so viele Niederlagen, ich könnte gar keine herausgreifen. Was? Aber was mich persönlich immer besonders geärgert hat, ist, wenn eine Verhandlung mehr oder weniger abgeschlossen ist, man hat sich auf Konditionen geeinigt und dann beim Handshake sagt der Vendor auch übrigens, wir haben ja gar nicht erwähnt, wir müssen ab 1.2. die EKs noch um 15% erhöhen, weil dann ist man nämlich wieder auf Null zurück. Also von daher meine Empfehlung, die Fakten auf den Tisch legen von Anfang an. Okay. Dann noch eine Frage, die jetzt anschließt. Wir sind jetzt raus aus diesen Jahresgesprächen. Ich glaube, wir haben das alles geklärt. Eine andere Frage ist, Amazon schaltet manchmal Artikel ab, setzt die offline, die sind nicht mehr auffindbar. Obwohl Bestand da ist, obwohl die Net-PPM deutlich über 30% liegt, es wurden auch hohe Stückzahlen verkauft, 4-Sterne-Bewertung und trotzdem sind sie weg. Was gibt es denn noch so für Gründe, dass so ein Artikel vielleicht absichtlich wie ausgeblendet wird? Ja, tatsächlich kann das passieren in Form einer Vendor-Escalation, dass Artikel ausgeblendet werden. Es kann auch passieren, dass Wettbewerbsprodukte über der Titelpage zum Beispiel eingeblendet werden, um absichtlich Traffic auf andere Produkte oder Wettbewerbsprodukte zu lenken. Es kann sein, dass ein Artikel, und wahrscheinlich sind in der Bridge jetzt so viele Leute, die sagen, ja, habe ich auch schon gehabt, dass ein Artikel vielleicht versehentlich als Hazmat gebrandet wurde. Da gibt es irgendwo einen Katalog-Upload, den jemand gemacht hat und der hat gesagt, okay, alle Artikel mit diesen Kriterien sind Hazmat, weil im Titel kommt das Wort Chlor vor beispielsweise. Okay. Das ist aber kein Chlor-Artikel, sondern er hat nur das Wort Chlor im Wort aus irgendeinem anderen Grund. Da gibt es vielfältige Gründe und ich weiß auch, das ist sehr schwer bis unmöglich, von außen eine einfache Lösung zu finden. Und ich kann dir sagen, es ist auch teilweise intern bei Amazon oft gar nicht so leicht, eine Lösung zu finden. Da gibt es dann natürlich eine Ticket-Queue, da kann man sagen, liebe Kollegen in irgendwo einer Offshore-Location, die sowas untersuchen, versucht mir die Buybox wiederherzustellen. Und dann machen wir eine einfache Lösung und manchmal gibt es eine schwere Lösung und manchmal gar keine Lösung. Aber ich würde an der Stelle, die meisten haben ja wahrscheinlich einen AVS, versuchen darüber solche Dinge zu klären oder auch über Fallprotokolle in Vendor Central, auch wenn das keine sehr befriedigende Lösung für viele ist, weil es langwierig ist. Okay. Apropos AVS, erklär mal was aus seinem Leben. Ist der eigentlich kategorieübergreifend oder in einer speziellen Kategorie tätig? Ja, die AVS sind tatsächlich in Produktlinien organisiert. Das heißt, AVS ist schon industrietreu in irgendeiner Form. Also wir nehmen das Beispiel DIY. Ich bin jetzt ein Hersteller von Elektrowerkzeugen und habe einen AVS, dann kann es sein, dass der AVS auch einen anderen Elektrowerkzeughersteller betreut oder vielleicht ein Hersteller von Eisenwaren, weil es auch in der gleichen Produktlinie liegt. Das ist durchaus möglich. Wie viele Kunden betreut so ein AVS? Das ist unterschiedlich abhängig von der Accountgröße. Ja, es gibt Accounts, die betreuen AVS komplett oder vielleicht sogar 5 AVS und es gibt AVS, die betreuen vielleicht 3 bis 5 Accounts. Das ist abhängig von der Größe. Thema Lieferfensterverlängerung, das hat was mit Chargebacks zu tun. Ja. Also ich habe gehört, das kann man verhandeln, solche Lieferfenstererweiterungen, Vergrößerungen durchzuboxen. Welche Argumente helfen denn da am besten? Gute Frage. Also ich versetze mich jetzt in die Lage vom Vendor-Manager und ein Vendor möchte eine Lieferfensterverlängerung. Dann würde ich zuerst fragen, warum brauchst du die? Warum kannst du mit den Amazon in Vendor-Manual vorgegebenen Lieferfenstern nicht auskommen? Alle anderen schaffen es auch, warum du nicht? Warum würde er das machen? Weil es gibt ein Operations-Team, das diese Sachen optimieren möchte. Die möchten die Lieferfenster natürlich so klein wie möglich halten, um halt besser planen zu können und weniger Luft in dem ganzen System zu haben. Also von daher gibt es irgendwo einen Push. Irgendjemand sitzt dem Vendor-Manager im Nacken, der sagt, keine Lieferfensterverlängerung. Und deswegen wird der Vendor-Manager auch alles versuchen,
versuchen, das nicht zu machen. Aber es gibt natürlich valide Gründe. Ja. Sie sagen, Sie haben, wenn da hat ein Lager im Ausland und muss deswegen bei der Bereitstellung nochmal eine Grenze überqueren und muss deswegen mehr Zeit in Anspruch nehmen, muss nochmal Zoll abwickeln. Also wenn man erklären kann, warum man länger braucht als gewöhnlich, hat man ganz gute Chancen. Immer erklären, immer mit Daten belegen. Ja, also ich würde sagen, wenn du mir das Lieferfenster um x Tage verlängerst, dann sichere ich dir zu, dass wir die Verfügbarkeit um 10% hochbekommen und somit den Umsatz um x tausend Euro steigern. Dann haben wir ein gutes Argument. Okay. Führt uns zur nächsten Frage, wenn wir schon bei dem Thema Supply Chain sind. Gibt es von diesen vielen Fulfillment-Lösungen von Amazon für dich eine Faustformel, was für einen Vendor die beste Option ist? Oder ist es teilweise vielleicht sogar ein Mix aus beiden? Also es gibt nicht das beste Supply Chain Modell, sondern es gibt eigentlich für jeden Artikel das beste Supply Chain Modell. Ein Artikel, der in China produziert wird, für den bietet sich erstmal an, zum Beispiel Direct Import zu machen. Dann wäre für den Artikel das kostengünstigste Supply Chain Modell, weil man spart am wenigsten Punkte in der Supply Chain, bis der Artikel zum Kunden kommt. Und somit schneidet man am meisten Kosten raus. Es kann auch Artikel geben, da sagt man, die sind so groß und unhandlich und möchten ungern in Amazon-Lager gebracht werden. Da bietet sich Dropshipment an. Man muss dann natürlich schauen, wie wirken sich die einzelnen Supply Chain Modelle auf meine eigene Profitabilität aus, also auf die Sales Margin. Amazon macht es sehr stark. Amazon weiß für jedes Produkt, für jedes Supply Chain Modell, was am Ende der Profit ist, den man rausholen kann, wenn man das Supply Chain Modell umsetzt. Deswegen würde ich empfehlen, als Vendor das Gleiche zu machen und dann versuchen, für beide Seiten das Beste rauszuholen. Also ich sage jetzt mal, wenn man bei einem Artikel über Dropshipment 5 Euro durch Lagerkosten zum Beispiel rausschneiden kann und Amazon kriegt 2,50 davon und der Hersteller kriegt 2,50, dann ist eine klassische Win-Win-Situation. Und das ist eigentlich das, was man anstreben sollte. Bei Amazon gibt es sehr klar eine Tendenz hin zu Direct Import, ist ein sehr profitables Modell, zumindest was die Net PPM betrifft, weil die Net PPM natürlich bei Direct Import Artikeln viel besser wird, weil der Einkaufspreis viel niedriger ist. Die Kosten, die durch den Containertransport passieren, die tauchen aber erst viel weiter unten in der P&L bei der Contribution Margin auf. Ich könnte eigentlich mein AVN-Ergebnis dadurch erreichen, indem ich nur einen Teil meines Sortiments auf Direct Import packe, ohne Mehrkosten für mich. Okay, dann lass uns mal die letzten 2 Minuten mal noch das Thema Shortages beleuchten. Vielleicht weißt du das, Vendor, die hassen das, es gibt kaum Lösungen dafür, Kontrolle zu bekommen, weil Amazon quasi so gefühlt willkürlich Rechnungskürzungen vornimmt. Wie läuft denn das? Gibt es da eine Möglichkeit, sowas bessere Ordnung reinzubekommen? Oder hat da überhaupt der Vendor-Manager eine Möglichkeit, dass eine Kürzung gar nicht erreichen? Oder ja, ich kenne mich damit aus, weil ich natürlich viel damit zu tun hatte, weil jeder Vendor irgendwie Probleme damit hat. Klar, das kommt durch die Vielzahl der Transaktionen zustande. Das ist mit Sicherheit keine böse Absicht, würde ich jetzt mal behaupten, von Amazon. Kann der Vendor-Manager das aktiv bearbeiten? Er könnte wahrscheinlich ins System schauen, will er das bearbeiten? Nein. Ja, das ist jemand, der sich um den Account kümmert und alles, was irgendwie so Rechnungskürzungen, Finance betrifft, das macht die Finance-Abteilung. Also von daher ich würde immer empfehlen, Einsprüche zu erheben, das Ganze zu sammeln, mit Daten zu hinterfüttern, ja, sich eine Tabelle anlegen, was sind meine Einsprüche, wie viel Euro stecken dahinter, warum glaube ich, dass es nicht berechtigt ist und würde diese Sachen gebündelt zum Vendor-Manager bringen und sagen, du, hier haben wir x tausend Euro an Differenzen bis zum bitte lösen, ansonsten werden wir die Lieferung für ein paar Produkte einstellen. Darüber schafft man Argumente und die sollten immer wieder mit Zahlen auch hinterlegt sein. Bernhard, vielen Dank für die Fragen, die noch offen sind. Bernhard steht euch zur Verfügung. Sehr gerne, Robert, und danke für die Zeit. Hat Spaß gemacht mit dir.